Blindgänger sind gefährlich. Darum sprengt die Armee diese Tage Dutzende Granaten, die nicht selber gezündet haben. Bis die Blindgänger und Tonnen von Munitionsresten von der Bergspitze wieder im Tal sind, braucht es vor allem eins: Helikopter und Spezialisten. Alle 2 Jahre sammelt das Militär dort zusammen, was es vorher aufgeschossen hat. 10 Tonnen Schrott. Hier sehen Sie es, wir müssen so alles aufräumen, was die Militär so geschossen hat. Und so, wir müssen wirklich so einen großen Sektor aufräumen. Das Militär zeigt Schweiz aktuelles Zielgebiet, wo Panzerhaubitzen und Mörser hinschiessen. Das ist mehrere Hektare groß. 2 Dutzend Gebirgsspezialisten müssen die Überreste von gegen 3000 Granaten zusammensammeln. Das ist aufwendig und nur mit Helikopter möglich, weil das alpine Gebirge schwer zugänglich ist. Trotzdem will die Armee am Schiessplatz im Sentis-Massiv festheben. Der ist aus dem Grund so wichtig, weil man da im Verbund mit allen Waffen, mit den Bogenschusswaffen und den Infanteriewaffen kann insgesamt zusammen trainieren. Die Gebirgsspezialisten strengen sich zwar an, aber weil der Schiessplatz so exponiert ist, nimmt die Armee in Kauf, dass nicht aller Schrott gefunden wird. Mehr Munitionsrückstände und Blindgänger auf den Bergen. Das kritisiert die Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness. Die Geschäftsführerin Maren Kern sieht zwar, dass die Armee aufräumen will, aber da störe es besonders. Die Aufräumaktionen sind auch sehr belastend, weil sie haben hohe Lärmemissionen, sind mehrere Helikopter im Einsatz und es ist ziemlich sicher, dass nicht alles gefunden wird. Sie sieht Alternativen zum Schiessplatz im Alpstein. Sie sollen es möglichst nah bei einem Stützpunkt machen, zum Beispiel auf so einem Waffenplatz wie in Thun, wo wirklich für die Armee abgeriegelt ist, wo alles so eingerichtet ist und nicht in unberührten Berggebieten. Für den Hauptadjutant Christian Wildermuth ist das nur bedingt ein Argument. Zum Aufräumen ist das sicher einfacher, aber eben genau aus dem Grund sind wir im Gebirge, dass wir sonst niemanden stören in diesen Zielgeländen. Und dann kann man es nachher eben aufräumen mit diesen Gebirgsspezialisten und man stört den Tourismus nicht und auch den Rest, der sich da bewegt, wie die Jagd und so weiter. Schweizweit hat die Armee in den letzten Jahren weniger Munitionsschrott gesammelt. Sie schiesse weniger und hat letztes Jahr nur noch 4-mal aufgeräumt. Aus Ressourcengründen, schreibt die Armee. Für den Lionel Dubuis ist es eine Herzensangelegenheit. Ich mag Berge, so ich finde es sinnvoll, dass die Militär das machen, alles aufräumen, nicht einfach ein Stück Stahl irgendwo lassen. Stahl, wo nur mit viel Aufwand wieder von den Bergen verschwindet.